Sauerkrauts, made for petrolheads. Bevor wir starten, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung zu diesem Fahrzeug in die Kommentare zu schreiben. Also was wirklich Spaß macht, ist bei dem Motor, deswegen ist er auch früher als Gespann gefahren worden, der hat einen richtig guten Drehmoment, auch im untersten Drehzahlbereich. Also muss man jetzt nicht so zweitakt-typisch hochreißen, ne, um in den Leistung- und Drehmomentbereich reinzukommen. Und der Motor fährt sich einfach super. Also wirklich, das klingt dumpf, hat nicht so dieses schreiende Geräusch, das ist typisch Zweitakter, bringt die notwendige Leistung und ja, fährt einfach ja, fast wie auf Schienen, würde ich mal sagen. Das ist einfach ein sattes Fahrgefühl. Ne? Mein Name ist Sebastian, komme aus dem Raum Mönchengladbach und fahre den Eigenbau MZ Streamliner von 68. Das fing eigentlich damit an, erstmal komme ich gebürtig aus dem Osten, aus Frankfurt-Oder. So, und dadurch, dass ich genau zur Wende 13, 14 war, also genau das Alter, wo man mit Mopedfahren ja beginnt, ja, die Möglichkeiten gab, auch viel zu machen. So, und dann, da wurde viel mit S50, S51 gefahren, Schwalbe gefahren, geschlachtet, zusammengeschraubt. Ja, und da wurde man eigentlich so, ja, wuchs man hier herein. Alle haben das gemacht. Und man hat da einfach sich angeschlossen und genauso gefahren. So, dann, wir hatten eine Kiesgrube in der Nähe und da wurde rumgefahren, bis die Dinge auseinanderfielen und dann kam die nächste Maschine. Ne? So ging das damals los. Das Thema kam eigentlich wieder auf. Also man muss sagen, zwischenzeitlich bin ich dann nochmal Motorrad gefahren und auch Motocross einige Jahre. Das war eine Zeit so um 2000. Ja, und dann kam irgendwann so der Tag, wo ich im Netz zufällig eine Simson Avo gesehen habe. So, und die Avo, die stand nicht weit weg von uns. Also ich wohne ja hier am Niederrhein, neben von Mönchengladbach, und die Avo, die stand in der Eifel. So, das war nicht weit weg. Also sind wir hingefahren, angeguckt, sofort verliebt, gekauft. So, kurz danach habe ich quasi, ja, sag mal, die Java Mustang von meinem Vater geerbt. Also geerbt ist eigentlich Quatsch, aber sie musste aus der Scheune raus, wo die stand, auch mit einer Maschine von meinem Bruder. Ja, und dann wurde die aufgelöst und das war dann so der Zeitpunkt, wo die dann zu mir kam. Ja, und dann fing das Schrauben an, ne? Also mit der Java Mustang. Die Avo stand erstmal noch rum. Da geht's jetzt mit los. Ja, und so fing das an mit 50 Kubik, Java Mustang, und dann war man ja richtig infiziert. Und dann kam im Anschluss eine MZ ES und dann noch eine, ja, bis es eskalierte. Und somit war, sagen wir, die Grundlage geschaffen für eigentlich dieses MZ Streamliner Projekt, weil einfach die MZ ES, das ist ein Klassiker, zwischenzeitlich sagen wir, sehr verpönt, weil ein altes Konzept, altes Design. Aber mittlerweile haben viele erkannt und ich auch, dass es einfach richtig coole Maschine ist, einfach gebaut, wenig Teile und eigentlich man kaum verbessern kann. Es ist ein Design, was auffällt. Damals war es zeitgemäß, heute eigentlich nicht. Und deswegen macht es eigentlich das so besonders. Bevor es weitergeht, wollen wir dich auf unseren Online-Shop hinweisen. Hier findest du stets unsere aktuelle Kollektion, Sticker,
Drinks und vieles mehr. Du unterstützt mit jedem Kauf unseren Kanal und unsere liebevoll produzierten Filme. Ja, also ja, die Frage wird wirklich oft gestellt, muss man wirklich sagen, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, klar, jetzt kann man sagen, war ein Abend mit viel Bier und wann ist man auf eine blöde Idee gekommen? Aber ich muss sagen, es gab ja in der Vergangenheit ähnliche Motorräder. Also ich habe das ja nicht neu erfunden und das ist auch keine neue Idee von mir, sondern das fing ja so, dieses Streamliner oder dieses verkleidete, das kommt ja so aus den 20er, 30er Jahren. Da gab es ja schon einige Motorräder, sondern die Bilder oder diese Motorräder habe ich mal hier und da im Internet gesehen und fand die halt in der Vergangenheit schon immer einfach schön. Da sprach die Form und da ging es nicht um die Technik, sondern einfach um das Design, die Optik. So, und da kam dann irgendwann die Idee, MZ ES zu nehmen, weil das einfach schon für sich eine gute Form ist und die einfach nach hinten zu verändern, weil vorne ist die eigentlich schon ziemlich selbstredend und auch nicht viel verbesserbar. Aber das Heck, da könnte man irgendwas mitmachen. So. Und diese Vorlagen aus den 20er, 30er Jahren, die waren dann so Anreiz dafür. Ja, und dann war halt die Überlegung, wie macht man das? So, und die erste Idee war, PKW-Kotflügel zu nehmen. So, und die erste Idee, das hätte ich auch fast gemacht, das waren vom Wartburg, 311er Wartburg, die Kotflügel. Nur da habe ich dann zurückgeschreckt, weil erstmal nicht klar war, wie man das genau umsetzt. Also die Gefahr, dass man einen Fehler macht und neue Teile braucht, ist groß und dafür waren die einfach zu teuer. So, und gut erhaltene Sachen zu nutzen dafür ist dann auch so ein bisschen gegen meine Überzeugung. Ja, und dann bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen und auf Trabant-Kotflügel gestoßen. So, die gibt's in großen Mengen, sind wirklich spottbillig, auch überall verfügbar, selbst hier in unserer Ecke. Ich habe die hier von so einer Art Sammler bei uns aus dem Kreis gekauft für wirklich einen schmalen Taler. Ja, und da dachte ich mir, wenn ich die versaue, dann hole ich mir halt neue. Ja, die Form, komplizierte Form. Ne? Also das war wirklich von Anfang an eine wirklich schwere Geburt. Also es begann damit, dass ich mir erstmal ein Pappmodell gemacht habe. Und mit diesem Pappmodell, also was natürlich dem Kotflügel ungefähr entspricht, erstmal die Position des Radlaufs und die Abstände, Oberkante, Ende festzulegen. Weil erstmal der Kotflügel ja, sagen wir, begrenzte Ausmaße hat. Und der Radkastenausschnitt, der ist ja vom Auto ist ja relativ groß und passt eigentlich nicht so hundertprozentig zu dem Motorrad. So, und da musste viel getrickst werden, also dadurch, dass es eine Form ist, die nur zweidimensional beweglich war, musste die wirklich eingeschnitten werden, rausgeschnitten werden, lamelliert, verlängert, verbreitert werden. Dann ein Hilfsrahmen kam da rein, der zusammengeschweißt wurde, dann eine Unterkonstruktion. Dann der Heckrahmen von dem Fahrzeug muss auch entsprechend ja natürlich angepasst werden mit Fahrwerk. Also das war wirklich von Anfang an mit viel Messen, Probieren, Modelle bauen, also wenn man das wirklich gut haben will. Na klar, man kann mal relativ schnell was zusammenbauen, was ja irgendwie funktioniert, aber wenn das so sein soll, dass man den Panzer dann auch abnehmen kann, wenn das Fahrwerk funktionieren soll und möglichst auch alles schmal, klein, kompakt sein soll, da habe ich mich an 2, 3 Stellen echt verrannt, bis das mal gepasst hat, hat wirklich gedauert. Also da waren Momente dabei, da hätte man fast aufgegeben. Also war man Zweifel dran. Ne? Also ja, also es gab eine Situation, und zwar die Heckpartie, also wirklich das Ende, da wo die Heckleuchte reinkommt von dem Trabant. Also die Heckleuchte ist ja klar auch vom Trabant, nicht nur die Kotflügel. Und die Position oder die Konstruktion so zu bauen, dass diese Lampe da drin verschwindet und gleichzeitig die Spannung von diesen Kotflügeln aufzunehmen, weil das ist ja alles geklebt. Schrauben kann man da nicht. Wenn man das schraubt, setzt sich das später in diesem GFK oder in diesen Baumwollfasern ist das ja eigentlich mit Phenolharz, das setzt sich nachher ab, das sieht man nachher. So. Und das heißt, es muss wirklich geklebt werden und das hat am Anfang nicht so gut funktioniert mit dieser Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion.
Und da waren Momente bei, das hat nicht funktioniert. Da musste man dann mal von vorne anfangen. Also da gab Momente, wo man gesagt hat, nee, wir müssen das doch aus Blech machen. Ne? Also da hat natürlich Blech den Vorteil, man kann schweißen, man kann vergrößern, man kann austreiben. So, und da bietet natürlich der Trabant-Kotflügel gar keine Möglichkeiten. Ne? Also da ist man relativ festgelegt mit der Form und muss dann mit GFK nacharbeiten. Die Basis der ES 150, also das ist dann die Basis einer ES 150 von 1968, also die Strich 0, wenn man so will, die hat ja gewisse Abmaße, die für diesen Umbau nachteilig waren. Also der Rahmen gibt eine gewisse Größe, so, und da passt dieser Motor, der unbedingt da rein sollte. Das ist ja auch diese Idee gewesen, von vornherein einen großen Motor in die ES 150 zu operieren. So, und der passt natürlich so nicht rein, das heißt, der Rahmen musste verlängert werden, Schwinge verlängert werden. So, dann kam das nächste, dass der Rahmen für den Motor wirklich nachteilig ist, weil der Krümmer gegen den Rahmen kommt. So, das heißt, der Motor musste aus der Mitte eingebaut werden, das sieht man nicht wirklich. So, aus der Mitte musste er rein, das heißt, die Spur zum Kettenrad muss auch entsprechend korrigiert werden, also die Narbe aus der Mitte einspeichen, dann ja, das Schwinglager musste versetzt werden, weil die Position vom Kettenritzel nach hinten hätte mit dem Schwinglager der ES 150 nicht gepasst. Ja, so, und das sind immer die schwierigsten Momente gewesen. Da musste man auch ein Motormodell bauen, um die Position von Motor im Rahmen zu finden, weil das mit Probieren ist der Motor zu schwer, den geht man mal nicht eben rein. Ja, andere wichtige Veränderungen zur Standard ES 150, ja, die Lampenmaske wurde verlängert um ein paar Zentimeter, sodass dann der Strahler innen drin versetzt oder ja, nach hinten versetzt ist und so ein bisschen auch so eine Schattenwirkung wie eine Schattenfuge gibt, genau wie bei der Heckleuchte, die ist ja auch in die Tiefe versetzt worden, nicht wie beim Trabant, da sitzt die ja außen drauf auf dem Kotflügel. Dann andere größere Veränderung ist der Lenker. Der Lenker ist normalerweise so ein bisschen V-förmig, hätte aber zum Konzept nicht gepasst, weil alles ja recht schlicht, niedrig sein sollte, flach, und der wurde dann ja, zerschnitten und begradigt, nenne ich das mal, sodass er so ein bisschen so auf Bobber oder ein bisschen auf Rennmaschine kommt. Ja, was noch so? Ja, gut, Fahrwerk maximal tiefer gelegt, mehr ging nicht. Also da sind eigentlich die Standard-Stoßdämpfer hinten drin und die lassen eigentlich, um sie noch zusammenbauen zu können, nur eine gewisse Länge maximal kürzen. Ich weiß nicht, wann das 60, 70 mm, mehr geht nicht. Ne? Und ja, Federweg ist noch ein bisschen da, es reicht zum Fahren. Ja, also ich muss ja wirklich sagen, dass ich vom Fahrverhalten der Maschine wirklich angenehm überrascht war. Also es hat ein Weilchen gedauert, bis ich die wirklich das erste Mal richtig fahren konnte. Die ist ja letztes Jahr im November fertig geworden von dieser Custom Bike Show. Und die erste Probefahrt war die Fahrt auf die Bühne, weil es gab ja dann einen Preis für Rookie of the Year. Und das war schon Aufregung genug, aber so die erste richtige Probefahrt, die wir mal gemacht haben, die war einfach perfekt, muss man wirklich sagen. Es hat wirklich alles funktioniert. Das Design stand ja quasi früh fest, wie es werden sollte. So, was die Lackierung betraf, da habe ich wirklich viele Wochen, Monate drüber gebrütet, und später musste ja auch die Entscheidung gefällt werden, mit wem man die Lackierung macht. Das habe ich dann mit einem Freund gemacht, Lars, L-Design, ist der Instagram-Name, den kennen wahrscheinlich auch viele. So, und mit ihm zusammen haben wir wirklich unendlich viele Entwürfe erstellt. Also wir haben ein Foto genommen und da immer dieses Pinstriping rein, irgendwelche Linien,
Flächen, die wir irgendwie mit Blattsilber oder irgendwas machen. Und da sind wirklich viele, viele Dutzend Zeichnungen hin und her gegangen, bis wir das mal so ein bisschen eingedampft haben auf, ich sag mal, 4, 5 Designs. Und dann stand eigentlich das letzte fest. Und selbst das haben wir dann während der Umsetzung noch 2, 3 Mal angepasst. Aber muss man wirklich sagen, das war ein Prozess, wo man wirklich bis zum Ende nicht genau wusste, wird es passen, ja oder nein. Aber ich finde, es hat der Lars extrem gut umgesetzt. Das war auch eine schwierige Geburt, weil er da auch hier und da was auch 2, 3 Mal machen musste, was nicht so funktioniert wie geplant. Ja, es war wirklich super geworden. Und auch dieser Blauton, das ist ein Sonderlack von VW. Das war auch ein Tipp vom Lars. Also hat da wirklich ein gutes Händchen für gehabt. Und das in Verbindung mit diesem Hellelfenbein oder dieses Beige passt perfekt zusammen. Und erinnert ja auch ein bisschen auch an diese Grundfarben, Grundlackierungen, die es ja auch bei MZ ES gab. Also dieses Weiß ist ja typisch, oder dieses Beige, Hellelfenbein. Und Blau gab es ja auch. Einige. Ne? Also muss man sagen, das hat Lars oder haben wir echt gut hinbekommen. Das passt. Das ist gut. Was ja auch bei dem Entscheidungsprozess bzw. diese Modelle, die ich gebaut habe am Anfang, auf jeden Fall wichtig war, ist, die Maschine sollte möglichst lang werden. Einfach um das Design überhaupt hinzubekommen, dass das so gestreckt aussieht, deswegen auch Streamline. So, und dafür wollte ich natürlich auch den möglichst längsten Auspuff finden, den es gab. So, und dann habe ich einfach Netz studiert und geguckt einfach, wer hat die längste Angabe für einen Auspuff. Und das war dann von typischen Ostfahrzeuglieferanten oder Ersatzteillieferanten. Ja, und da war dann der Auspuff von der ES 250-0, meine ich, ist das. Und ja, der passt von der Länge perfekt. Also länger muss er nicht wirklich sein, aber kürzer hätte nicht ausgesehen. Ne? Das passt wirklich gut so. Und ja, das gestreckte Design wird natürlich nur so ein bisschen unterstützt durch diese freitragende Optik. Und deswegen, der sollte nicht abgehängt werden, also mit so einem typisch oder standardmäßigen Abhängung hinten, so wie man das bei der Simson oder auch bei der normalen MZ kennt, sondern deswegen diese Traverse, die so versteckt hinter einem Auspuff ist, und die ist auch ziemlich aufwendig gemacht, weil man muss ja Stabilität haben, darf nicht schwingen, sonst gibt es dann Probleme am Zylinder. Ja, und deswegen ist das mit diesen versteckten Halter so entstanden, und war extrem viel Arbeit, aber es hat sich auf jeden Fall optisch gelohnt. Ja. Ist mir klar, so ein Projekt kennt jeder, ein Projekt ist irgendwie nie zu Ende. Man findet immer wieder Sachen, die man verändern würde. Ja, gibt Kleinigkeiten, aber wirklich nichts Wesentliches. Klar, die Klarlackierung, da haben wir ein bisschen Probleme gehabt, weil auch nicht diese Bedingungen Lackierung hatten. Deswegen so der Glanzgrad, da kann man noch was machen, aber das sind jetzt keine designtechnischen Veränderungen. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin bis heute noch zufrieden damit. Klar, man kann vielleicht in den Panzer noch hier und da vielleicht eine Klappe reinmachen oder noch eine Sicke oder irgendwas. Aber ändert ja das Grunddesign nicht so wirklich. Ne? Was ich vielleicht später noch machen werde, bereit liegen habe ich die Materialien. Aber die Sachen ist vorne noch eine größere Trommelbremse rein. Die hatte ich die noch nicht, beziehungsweise die Felge, die ich haben wollte, bekam ich nicht, die war nicht lieferbar. Deswegen, da käme auch noch eine etwas breitere rein. Ja, das würde ich vielleicht noch machen, aber sonst würde ich es lieber so lassen und mich dann aufs nächste Projekt konzentrieren. Ja, also klar, oft wird ja auch gefragt, wie viel Arbeit in dieser MZ steckt. Es waren mit Lackierung, ich habe mal so zusammengerechnet, überschlagen, um die 700 Stunden. So, und das kommt natürlich auch daher, dass wir wirklich in jedem Teil gearbeitet haben oder ich gearbeitet habe. Außer das Tacho
ist kein Teil mehr original. So, das Tacho, das habe ich auf 0 zurückgedreht, weil das ist ja Neubau, der Motor ist neu revidiert. Das sind ja so gesehen, ist ja nichts Gebrauchtes mehr dran, kann man fast sagen. Auch die Basis waren durcheinander gewürfelte ES150, die war schon überlackiert, da passte nichts zusammen, also ist auch kein wertvoller Klassiker gestorben, also, macht man ja auch so nicht. Ja. Also es gibt ein paar Leute, bei denen ich mich bedanken möchte. Das ist einmal Lars L-Design für die super Lackierung und die Ideen. So, dann auf jeden Fall der Norbert, der mir geholfen hat, den Motor zu revidieren. Mittlerweile wollte ich auch selber machen, aber da hätte ich lieber den Profi, oder ließ ich den Profi ran. Hat er echt gut gemacht. Dann ein sehr guter Freund und Arbeitskollege von mir hat mir hier und da ein paar Drehteilen geholfen, weil ich noch keine Drehbank habe. Und ja, das sind die wichtigsten. Ja, und dann vor allen Dingen mit meiner Frau und bei der Familie. Weil wenn man so eine Macke hat und so viele Stunden in der Garage verbringt mit so einem Projekt, das geht nur, wenn die Frau das unterstützt, oder meine Frau unterstützt und auch mitmacht. Und da gehört der größte Dank, ja, auf jeden Fall. Wen auch noch ein großen Dank gehört, ist JP Motorsport. Also man muss sagen, die haben sich echt ein Zeug gelegt und an so einem verregneten Herbsttag wie heute die Möglichkeit gegeben, in ihren heiligen Hallen und im Showroom Dreharbeiten zu machen. Also das war wirklich richtig cool von denen. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und auch das Interview gefallen. Ja, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, also Sauerkraut hat es verdient für den ganzen Aufwand. Und wenn ihr Fragen habt zum Prozess oder wie was umgesetzt wurde, schreibt gerne eure Kommentare drunter. Ich werde dann antworten und würde mich freuen über eine Rückmeldung. Vielen Dank und macht's gut.